Unsere Heizung ist wieder okay und wir verlassen Alde Deutschland. Aber es geht noch nicht direkt nach Hause, sondern wir werden uns noch einige Stellplätze anschauen und darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Die Firma Alde Deutschland findet man in der Nähe von Schweinfurt, nördlich von Würzburg, und der Ort heißt Euerbach. Von der Firma Alde bis zur Autobahn A7 Auffahrt sind es ca. 8 Kilometer. Wir fahren jetzt Richtung Norden und suchen uns einen Übernachtungsplatz in der Nähe der Autobahn. Wir haben uns entschlossen, nach Kirchheim zu fahren. Dort gibt es den Campingplatz Seepark und der hat einen Vorplatz und den wollen wir jetzt für eine Übernachtung nutzen. Wir waren vor ca. 40 Jahren, vielleicht ist es doch schon länger her, schon mal hier in dieser Region bzw. auf diesem Platz. Damals haben wir aber uns hier ein Häuschen gemietet und so kommen bei uns Erinnerungen auf, wenn wir jetzt hier in diese Richtung fahren und wollen mal schauen, wie es dort heute aussieht. Es waren ca. 120 Kilometer von Euerbach bis hierhin nach Kirchheim und wir kommen so am späten Nachmittag oder zur Kaffeezeit etwa hier an. Die Strecke von der Autobahn bis hier zum Stellplatz oder Campingplatz ist doch etwas gebirgig, aber ohne Probleme zu schaffen. Jetzt sind wir hier angekommen auf dem Stellplatz. Ja, es ist mehr oder weniger ein Parkplatz, eigentlich ein Parkplatz für den Campingplatz. Hier darf man stehen, kostet allerdings 20 Euro. Darüber waren wir oder hatten wir uns vorher schon informiert. Wir hatten uns den Platz etwas schöner vorgestellt, aber so ist es nun manchmal. Man schaut sich Bilder an, da sieht das anders aus als in der Realität. Wir sind dann nochmal eine Runde gefahren und haben uns eine Stelle gesucht oder einen Platz gesucht, der ein bisschen eben ist. Wir haben ja keine Hubstützen und deshalb können wir nichts ausgleichen. Und so haben wir dann hier gerade gestanden. Wir haben uns dann hier an der Rezeption angemeldet. Platz, wie gesagt, kostet 20 Euro. Strom kostet extra, ist man nochmal mit 4 Euro dabei. Wir haben dann noch einen Spaziergang über den Campingplatz gemacht. Ja, es ist ein ganz normaler Platz, hat auch einiges an Dauercampern, liegt aber nicht weit entfernt von diesem kleinen See. Und auf diesem kleinen See, da kann man Wasserski fahren. Dieser Campingplatz hat ganzjährig geöffnet, Hunde sind erlaubt, so viel weiß ich. Für uns soll es am nächsten Tag weitergehen. Wir wollen weiter Richtung Norden fahren, da dort das Wetter noch besser sein soll als hier. Und so werden wir am nächsten Tag noch einige Kilometer weiterfahren. Wir haben Mittwoch, den 8. Mai und in dieser Woche ist Himmelfahrt oder Vatertag, je nachdem wie man möchte. Also am Donnerstag, also am kommenden Tag. Und bei dem schönen Wetter kann man davon ausgehen, dass viele Camper unterwegs sein werden. Also müssen wir schauen, dass wir einen Platz finden. Wir haben uns dann entschieden für einen Stellplatz in Bad Emstal. Das sind etwa 75 Kilometer bis dorthin und er liegt in der Nähe von Kassel, der Ort. Da wir ja nicht weit hatten, kommen wir schon in der Mittagszeit hier auf dem Stellplatz an. Wir waren erstaunt, der Platz war nur maximal zur Hälfte belegt. Während der gesamten Zeit, die wir auf diesem Stellplatz waren, das waren insgesamt 3 Tage, war der Platz nie voll belegt. Der Platz ist schön angelegt, man steht relativ gerade. Es gibt jeweils einen Grünstreifen zwischen den einzelnen Plätzen, sodass man nicht so sehr eng steht. Die Plätze sind geeignet für Fahrzeuge oder Wohnmobile bis zu einer Länge von 10-11 Meter, würde ich mal sagen. 8 Plätze gibt es hier. Strom ist auch vorhanden. Der Strom kostet 8 Stunden 1 Euro. Die Platzgebühr beträgt 5 Euro, dazu kommen jeweils pro Person 1 Euro Kurtaxe. Die Bezahlung läuft folgendermaßen ab: Man holt sich diesen Umschlag, füllt das Ganze hier aus, dann kommen die 7 Euro pro Übernachtung in den Umschlag und dann muss man ca. 200 Meter gehen. Dort kommt man zu einem Haus, die Anschrift ist angegeben und dort wirft man diesen Umschlag dann in einen Briefkasten. An der Zufahrt zum Stellplatz gibt es eine End- und Versorgung. Entsorgen ist kostenlos, Frischwasser 100 Liter 1 Euro. Nur wenige Meter entfernt vom Stellplatz sieht man die ehemalige Therme. Sie wird gerade zurzeit abgerissen. Dort entsteht ein neues Gebäude, ein Multifunktionshaus.
So sieht das Ganze von oben aus. Wir sehen in der Mitte vom Bild hier den Stellplatz. Links davon, dort wirft man den Umschlag mit der Platzgebühr ein. Ganz unten sehen wir die ehemalige Therme. Rundherum um den Stellplatz gibt es viel Grün. Wer einen Hund dabei hat, hat hier viele Möglichkeiten mit dem Hund Gassi zu gehen. Dann gibt es hier noch weitere Parkplätze. Wenn also der Stellplatz voll sein sollte, kann man bestimmt dort auf einen der Parkplätze stehen, denn die werden kaum genutzt. Wir suchen uns auch immer gerne Stellplätze aus, wo wir Ritas Hobby nachgehen können, dem Geocaching, und das ist in diesem Fall auch so. Jetzt fahren wir durch den Ort. Bad Emstal hat ca. 6000 Einwohner. Es gibt am Ortsrand einen Supermarkt und auch einen Discounter. Also etwa 1,5 Kilometer vom Stellplatz entfernt, also schnell zu erreichen. Wer gern mit dem Fahrrad in der Natur fährt, der kommt hier auf seine Kosten. Man kann hier Fahrrad fahren oder natürlich auch wandern. Für alle, die sich für Geocache interessieren, das sind die Runden, die wir hier abgefahren haben. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der sowas auch machen möchte. Beim Geocache sind die Wege teilweise etwas schwierig, aber es gibt natürlich auch richtige breite Fahrradwege hier durch den Wald. Aber ein E-Bike ist schon mal angesagt hier, denn es gibt hier auch Steigungen. Wir haben ja das lange Himmelfahrtswochenende und wir hatten damit gerechnet, dass viel Betrieb ist. Ist es in diesem Fall aber nicht gewesen. Wir waren häufig alleine unterwegs hier, also keine Menschenmassen, die hier durch die Natur radeln. In den Morgenstunden war es ja immer noch etwas kühl, aber jetzt in der Mittagszeit wird es richtig warm und dann zieht man sich die Jacke schon mal aus. Wir waren an 2 Tagen mit den Rädern unterwegs. Am zweiten Tag waren wir im Wald. Dort war es noch etwas nass. Entsprechend sahen unsere Räder dann am Ende aus. So schmutzig wollte ich die Räder nicht ins Mobil einladen. So ging es auf die Entsorgungsstation und dort habe ich dann die Fahrräder mit Wasser abgewaschen. Wir nutzen ja diese Fahrräder jetzt ca. 7 Monate, haben damit mehr als 1000 Kilometer zurückgelegt und möchten sie jetzt nicht mehr missen. Sie fahren sich gut auf befestigter Straße, aber für uns natürlich auch ganz wichtig im Gelände. Dort nutzen wir sie ja extrem, aber das machen sie alles gut. Eins muss man natürlich wissen, die Fahrräder haben ihr Gewicht. Sie wiegen über 30 Kilo, ich meine sogar mit Akku 34 Kilo. Das wird nicht für jeden gehen im Wohnmobil. Nicht jeder hat so viel Zuladung, dass es dann reicht. Bei so schönem Wetter, da kochen wir natürlich gerne draußen. Und dazu nutzen wir unsere Induktionsplatte. Die betreiben wir über den Wandler. Das läuft auch einwandfrei, das funktioniert gut. Wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob der Wandler da vielleicht Schaden nimmt, wenn man diese Induktionsplatte betreibt, weil sie oder die Temperatur der Platte wird bestimmt durch Ein- und Ausschalten. Man hört das an dem Wandler. Ich könnte mir vorstellen, dass durch diese dauernde Hin- und Herschalterei der Wandler irgendwie Schaden nimmt. Vielleicht ist ja jemand dabei hier bei den Zuschauern, die über diese Dinge besser Bescheid wissen. Würde mich freuen, wenn da jemand was in den Kommentaren schreibt. Nach 3 Nächten ging es weiter. Es sollte noch nicht nach Hause gehen, nur ein Stück in Richtung Heimat. Und wir haben immer noch gutes Wetter. Und so haben wir uns einen weiteren Stellplatz ausgesucht, den wir noch nicht kennen, aber der in unserer Richtung liegt. Und da werden wir jetzt als nächstes hinfahren. Und darüber werde ich natürlich auch noch wieder berichten. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.